Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Heute geht es um ein Thema, das uns, glaube ich, alle irgendwie beschäftigt. Glück. Wie erreichen wir das eigentlich? Wir stützen uns dabei auf Erkenntnisse aus einem Text namens Wege zum Glück. Der bringt Psychologie und auch philosophische Gedanken zusammen. Unsere Mission für dich ist klar. Wir wollen die Kernaussagen daraus filtern. Was macht Glück denn nun aus? Und vor allem, wie können wir es vielleicht ein bisschen aktiver fördern? Eines vorweg, es gibt da wohl keine einfache Formel. Glück ist sehr persönlich und ja eher so ein fortlaufender Prozess, kein festes Ziel. Okay, lass uns das mal genauer anschauen. Genau. Der Text betont das auch stark. Glück ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Und das erstmal zu verstehen, das ist schon der erste wichtige Schritt. Es ist eben nicht nur dieses eine große, überwältigende Gefühl. Ja, das leuchtet ein. Die Quelle stellt da das Modell von Martin Seligmann vor. Er sagt ja, Glück hat quasi drei Teile, drei Bausteine. Erstens das Vergnügen. Also die kleinen Freuden des Alltags, oder? Ein leckeres Essen, ein gutes Gespräch, mit Freunden lachen. Richtig, das sind diese schönen Momente, aber, und das ist der Punkt, die verfliegen halt auch relativ schnell. Das ist eher kurzfristig. Und deshalb reicht das allein nicht. Was kommt dann als zweites? Als zweites kommt das Engagement. Das ist dieses Gefühl, kennst du das vielleicht, wenn du in einer Tätigkeit so richtig aufgehst? Meinst du diesen Flow-Zustand? Genau den meine ich. Wenn man etwas tut, das einen fordert, das einen aber auch erfüllt. Man ist konzentriert, die Zeit vergeht wie im Flug. Das ist nachhaltiger als reines Vergnügen. Okay, Vergnügen, Engagement. Und der dritte Teil ist dann der Sinn? Ja, der Sinn. Das ist das Gefühl, dass das eigene Handeln, das eigene Leben zu etwas beiträgt, das größer ist als man selbst. Dass es eine Bedeutung hat. Erst diese Mischung, also Vergnügen plus Engagement plus Sinn, die macht Glück wirklich stabiler und tiefer. Das ist interessant. Es geht also um mehr als nur Spaß haben. Absolut. Und was ich daran faszinierend finde, der Text hebt die Subjektivität hervor. Kulturen definieren Glück ja auch unterschiedlich. Bei uns im Westen ist es oft individuelle Leistung, Erfolg. In östlichen Philosophien geht es vielleicht mehr um Harmonie, um inneren Frieden. Entscheidend ist aber, so der Text, die eigene, ganz persönliche Definition von Glück zu finden. Was bedeutet es für mich, basierend auf meinen Werten? Und wie findet man die? Gibt der Text da Tipps? Ja, er schlägt Selbstreflexion vor, zum Beispiel durch Tagebuchschreiben. Oder auch Meditation kann helfen. Einfach mal zur Ruhe kommen und nach innen schauen. Was gibt mir wirklich Freude? Was erfüllt mich? Was ist mir wichtig? Das klingt nach einem guten Weg, um sich selbst besser kennenzulernen. Und das führt uns ja direkt zum nächsten Punkt. Die Reise nach innen. Selbstwahrnehmung. Also zu verstehen, was in einem vorgeht. Die eigenen Emotionen erkennen, die Stärken, aber eben auch die Schwächen. Da wird Daniel Golemans Konzept der emotionalen Intelligenz genannt. Das ist ganz zentral. Emotionale Intelligenz, also die Fähigkeit, eigene Gefühle und die von anderen zu erkennen, zu verstehen und darauf angemessen zu reagieren. Wer das kann, wer seine Emotionen, auch die schwierigen, regulieren kann, der kommt einfach besser mit den Herausforderungen des Lebens klar. Und damit verbunden ist wohl auch das Selbstmitgefühl. Das wird ja von Christine Neff erforscht. Ja, genau. Selbstmitgefühl. Das ist die Idee, sich selbst mit Freundlichkeit und Verständnis zu begegnen, gerade dann, wenn man Fehler macht oder es einem nicht gut geht, anstatt sich selbst hart zu kritisieren oder fertig zu machen. Kannst du das vielleicht an einem Beispiel festmachen? Weil das klingt erstmal gut, aber in der Situation selbst ist man ja oft. Sehr selbstkritisch. Ja, das stimmt. Stell dir vor, du machst einen Fehler bei der Arbeit oder im Studium. Der innere Kritiker meldet sich sofort. Wie konntest du nur? Selbstmitgefühl würde bedeuten, innezuhalten und anzuerkennen, okay, das ist jetzt schiefgelaufen, das fühlt sich nicht gut an. Dann aber auch zu sagen, ich habe mein Bestes versucht, Fehler sind menschlich. Das ist dieser Aspekt der Common Humanity, wie Neff es nennt. Zu erkennen, dass alle Menschen unvollkommen sind und leiden. Und schließlich die Situation als Lernchance zu sehen, ohne sich darin zu verlieren. Man könnte sich fragen, wie würde ich mit einem guten Freund sprechen, dem das passiert ist? Wahrscheinlich nicht so hart. Ah ja, dieser Perspektivwechsel. Sich selbst behandeln wie einen guten Freund, das leuchtet ein.
Das stärkt dann sicher auch die Resilienz, also die Widerstandskraft. Enorm. Es hilft, Rückschläge nicht als Katastrophe zu sehen, sondern als Teil des Lebens, aus dem man lernen kann. Man kann das übrigens üben, zum Beispiel indem man sich selbst mal einen mitfühlenden Brief schreibt. Guter Tipp. Und neben diesem Umgang mit dem Negativen durch Selbstmitgefühl, die Forschung betont ja auch das Gegenteil. Das Positive bewusst zu pflegen. Da kommt dann die Dankbarkeit ins Spiel. Robert Emmons hat das ja erforscht. Richtig. Dankbarkeit. Klingt vielleicht erstmal banal, aber die Forschung zeigt, wer regelmäßig Dankbarkeit praktiziert, zum Beispiel durch ein Dankbarkeitstagebuch. Aha, also jeden Tag aufschreiben, wofür man dankbar ist? Genau, vielleicht 3 kleine Dinge am Abend. Das kann tatsächlich die allgemeine Lebenszufriedenheit steigern und sogar depressive Symptome lindern. Es lenkt den Fokus weg von dem, was fehlt, hin zu dem, was da ist. Okay, also Selbstwahrnehmung, emotionales Management, Selbstmitgefühl, Dankbarkeit, das ist schon einiges für die innere Arbeit. Aber wir sind ja keine Inseln. Ein ganz großer Bereich sind ja Beziehungen. Die Quelle zitiert eine ziemlich beeindruckende Langzeitstudie, die Harvard Study of Adult Development. Oh ja, die ist wirklich bemerkenswert, läuft ja schon seit Jahrzehnten. Und das zentrale Ergebnis, so wie es im Text steht, die Qualität unserer sozialen Beziehungen scheint ein stärkerer Faktor für Glück und sogar für die körperliche Gesundheit im Alter zu sein, als Geld, Ruhm oder beruflicher Erfolg. Stell dir das mal vor. Das ist wirklich ein starkes Statement. Und es unterstreicht, wie wichtig echte, tiefe Verbindungen sind. Es geht um Beziehungen, in denen man sich unterstützt fühlt, sicher fühlt, Freude teilen kann. Der Text rät hier auch klar, Qualität geht vor Quantität. Lieber wenige, enge, vertrauensvolle Beziehungen als hunderte oberflächliche Kontakte. Und wie pflegt man diese Qualität? Wichtig sind da Dinge wie aktives Zuhören, also wirklich präsent sein, wenn jemand spricht. Empathie zeigen, versuchen die Perspektive des anderen zu verstehen. Und auch sich selbst verletzlich zu zeigen, authentisch zu sein. Eine interessante Technik, die erwähnt wird, ist das Active Constructive Responding. Das bedeutet, wenn jemand dir gute Nachrichten erzählt, dass du dich aktiv und enthusiastisch mitfreust. Also nicht nur, oh schön, sondern Eher, wow, das ist ja großartig, erzähl mir mehr, wie fühlt sich das an? Diese Art der Reaktion stärkt die Bindung ungemein, viel mehr als eine passive oder gar negative Reaktion. Verstehe. Aber gleichzeitig wird ja auch gewarnt, sich von Beziehungen zu lösen, die einem nicht gut tun, die Energie rauben. Ja, das gehört auch dazu. Toxische Beziehungen erkennen und gesunde Grenzen setzen oder sich notfalls auch daraus lösen. Das ist ebenfalls wichtig für das eigene Wohlbefinden. Und es geht nicht nur um die ganz engen Beziehungen, oder? Nein, auch das Gefühl von Gemeinschaft ist wichtig. Sich zugehörig fühlen. Das kann durch Hobbys geschehen, in Vereinen, durch ehrenamtliches Engagement. Selbst die kleinen, lockeren Kontakte im Alltag, der kurze Plausch mit dem Nachbarn oder der Bäckerin, tragen zum sozialen Wohlbefinden bei. Ein wichtiger Punkt heute ist sicher auch die Balance zwischen Online- und Offline-Kontakten. Zu viel Social Media kann ja auch zu Vergleich und Isolation führen. Absolut. Der Text mahnt da zur Achtsamkeit. Echte, direkte Begegnungen sind durch nichts zu ersetzen. Gut, dann kommen wir mal zum Thema Sinn. Ein glückliches Leben, so heißt es oft, hat einen Sinn, einen Zweck. Die Quelle zitiert da Viktor Frankl. Ja, Frankl, der in seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, argumentierte, dass die Suche nach Sinn, selbst unter den schrecklichsten Umständen wie im Konzentrationslager, dem Menschen helfen kann zu überleben und sogar innerlich zu wachsen. Aber dieser Sinn muss jetzt nichts Weltbewegendes sein, oder? Man muss nicht die Welt retten. Nein, überhaupt nicht. Das ist ein wichtiger Punkt im Text. Sinn kann im ganz Alltäglichen liegen. Ein guter Elternteil sein, sich um jemanden kümmern, in einem Handwerk oder einer Tätigkeit aufgehen, die man liebt, sich für eine Sache engagieren, die einem am Herzen liegt, und sei sie noch so klein. Wie findet man denn heraus, was einem Sinn gibt? Der Text empfiehlt, darüber nachzudenken. Was bereitet mir Freude, ganz von innen heraus? Wo liegen meine Stärken? Was sind meine Leidenschaften? Es gibt sogar Werkzeuge, die helfen können, wie der VIA Character Strength Survey. Der hilft, die eigenen Kernstärken wie Kreativität, Freundlichkeit, Neugier oder Ausdauer zu identifizieren. Und wenn man die kennt? Dann kann man überlegen, wie kann ich diese Stärken nutzen, um etwas zu tun, das mir wichtig ist.
Daraus lassen sich dann sinnvolle Ziele ableiten. Am besten in kleinen, machbaren Schritten. Und neben dem Sinn ist ja auch Wachstum, also persönliche Entwicklung ein Thema. Carol Dwecks Konzept des Growth Mindset wird erwähnt. Genau. Das Growth Mindset im Gegensatz zum Fixed Mindset ist die Überzeugung, dass man Fähigkeiten und Intelligenz durch Anstrengung, Lernen und Ausdauer entwickeln kann. Also nicht, ich bin halt schlecht in Mathe, sondern ich kann besser werden, wenn ich übe. Richtig. Diese Haltung hilft enorm, Herausforderungen nicht als Bedrohung der eigenen Kompetenz zu sehen, sondern als Chance zu lernen und zu wachsen. Sei es ein neues Hobby anzufangen, eine Sprache zu lernen, sich beruflich weiterzubilden oder einfach mal etwas Neues auszuprobieren, das einen aus der Komfortzone lockt. Lebenslanges Lernen hält nicht nur den Geist wach, es trägt auch zum Glück bei. Holen, wieder aufzustehen. Die Quelle nennt da Angela Duckworths Forschung zu Grit. Ja, Grit, das ist eine Kombination aus Leidenschaft und Beharrlichkeit für langfristige Ziele. Menschen mit viel Grit lassen sich von Hindernissen nicht so leicht anmutigen, sie bleiben dran. Resilienz bedeutet eben nicht, dass man keine Schmerzen oder Schwierigkeiten empfindet, sondern dass man die Fähigkeit entwickelt, damit umzugehen, sich davon zu erholen und vielleicht sogar gestärkt daraus hervorzugehen. Resiliente Menschen neigen dazu, Schwierigkeiten als vorübergehend und spezifisch zu betrachten, nicht als allumfassend und permanent. Gibt es da konkrete Werkzeuge, um Resilienz zu fördern? Ein starkes Werkzeug, das der Text nennt, ist die kognitive Umdeutung, das Cognitive Reframing. Das bedeutet, bewusst die Perspektive auf eine schwierige Situation zu wechseln. Also zum Beispiel? Ein Jobverlust ist natürlich erstmal schlimm. Aber man könnte versuchen, ihn umzudeuten. Als Chance, sich neu zu orientieren, etwas zu finden, das vielleicht besser passt. Oder eine Kränkung nicht nur als Angriff zu sehen, sondern vielleicht auch als Ausdruck der Not des anderen. Das erfordert sicher Übung. Ja, das ist keine Zauberei, aber es hilft, aus der Opferrolle herauszukommen und wieder Handlungsspielraum zu gewinnen. Unterstützend wirken natürlich auch hier wieder ein gutes soziales Netz, auf das man sich verlassen kann, körperliche Gesundheit, also Bewegung, ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und auch erlernbare Stressmanagement-Techniken wie tiefes Atmen oder Achtsamkeitsübungen. Und neben der Resilienz braucht es wohl auch Anpassungsfähigkeit. Das Leben ist ja nicht planbar. Genau, Flexibilität ist wichtig. Wer in der Lage ist, seine Ziele und Pläne anzupassen, wenn sich die Umstände ändern, der schützt sein Wohlbefinden. Stur an etwas festzuhalten, was nicht mehr funktioniert, führt oft zu Frustration. Kommen wir langsam zum Schluss. Ein Punkt war ja noch die Balance, gerade was das Vergnügen angeht. Richtig. Obwohl Vergnügen, wie Seligmann sagt, Teil des Glücks ist, warnt die Quelle vor einer reinen Jagd nach dem nächsten Kick. Stichwort hedonische Anpassung oder hedonische Tretmühe. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, wir gewöhnen uns unglaublich schnell an positive Veränderungen. Das neue Auto, die Gehaltserhöhung, der Glückseffekt davon verblasst oft erstaunlich schnell. Man braucht dann immer mehr, um das gleiche Level an Freude zu empfinden. Man ist auf einer Tretmühle, die einen nicht wirklich voranbringt in Sachen nachhaltigem Glück. Genau. Deshalb wird zu achtsamem Genuss und achtsamem Konsum geraten. Die kleinen Freuden bewusst wahrnehmen und auskosten, statt sie nur schnell abzuhaken auf dem Weg zum nächsten Highlight. Mäßigung gilt auch generell für den Lebensstil. Zu viel Arbeit, ständiger Stress, ungesunde Gewohnheiten, all das untergräbt langfristig das Wohlbefinden, auch wenn es kurzfristig vielleicht Vergnügen oder Erfolg bringt. Ein interessanter Rahmen, der da erwähnt wird, ist dieses japanische Konzept Ikigai. Kannst du das kurz erklären? Ikigai wird oft übersetzt als das, wofür es sich zu leben lohnt. Es beschreibt sozusagen die Schnittmenge aus 4 Bereichen. Was du liebst, Leidenschaft, was du gut kannst, Berufung, Fähigkeit, was die Welt braucht, Mission und wofür du bezahlt werden kannst, Beruf. Es geht darum, eine Tätigkeit oder eine Lebensausrichtung zu finden, die idealerweise alle diese Aspekte vereint und dadurch tiefe Erfüllung und Sinn stiftet. Das ist natürlich ein Ideal, aber es kann als Kompass dienen. Okay, das war jetzt eine Menge Input. Wie kriegen wir das alles in den Alltag integriert? Die Quelle schlägt ja auch konkrete Schritte vor. Ja, es geht nicht darum, alles auf einmal umzukrempeln. Kleine, bewusste Schritte sind oft wirksamer. Zum Beispiel eine positive Morgenroutine etablieren. Vielleicht 5 Minuten Meditation, kurz die Ziele für den Tag aufschreiben oder eben Dankbarkeit praktizieren. Oder auch bewusst Ablenkungen reduzieren.
Stichwort Bildschirmzeit. Genau. Bewusst Zeitfenster schaffen für das, was einem wichtig ist. Für Beziehungen, für Hobbys, für Bewegung, für Ruhe. Das muss aktiv geplant werden, sonst geht es im Alltagstrubel unter. Und regelmäßig überprüfen, ob die eigenen Ziele und Werte noch aktuell sind. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das Leben verändert sich, wir verändern uns. Was vor 5 Jahren Sinn gemacht hat, muss es heute nicht mehr tun. Also immer mal wieder innehalten und nachjustieren. Hilfreich kann auch sein, Fortschritte zu verfolgen, vielleicht mit einem einfachen Tagebuch oder einer App. Und ganz wichtig, kleine Erfolge auch wirklich anerkennen und feiern. Das motiviert ungemein, dran zu bleiben. Fassen wir zusammen. Was ist die Kernaussage für dich als Hörer, wenn du jetzt über die Wege zum Glück nachdenkst? Ich denke, die wichtigste Botschaft aus dem Text ist: Glück ist kein Endzustand, kein Ziel, das man einmal erreicht und dann hat man es. Es ist eine lebenslange Reise, ein Prozess. Dieser Prozess erfordert Arbeit an sich selbst, Selbsterkenntnis, emotionales Management. Er braucht gute, gepflegte Beziehungen, er lebt von einem Gefühl von Sinnhaftigkeit und er beinhaltet die Fähigkeit, mit den unvermeidlichen Schwierigkeiten und Rückschlägen umzugehen, also Resilienz und Anpassungsfähigkeit. Es geht vielleicht weniger darum, was uns im Leben passiert, darauf haben wir ja oft nur begrenzten Einfluss, sondern vielmehr darum, wie wir damit umgehen, wie wir die Komplexität des Lebens navigieren und wie wir unser Leben aktiv gestalten, in Übereinstimmung mit unseren Werten. Schon Aristoteles sagte ja sinngemäß, Glück sei das höchste Ziel menschlichen Daseins. Ein schönes Schlusswort. Und als allerletzten Gedanken für dich zum Mitnehmen, denk doch mal darüber nach, wenn du morgen nur eine einzige, vielleicht ganz kleine Sache aus all dem, was wir besprochen haben, umsetzen könntest, um deinem persönlichen Glück einen Schritt näher zu kommen, welche wäre das? Und warum genau diese? Vielleicht nimmst du dir nachher einen ruhigen Moment Zeit dafür. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Analyse gefallen hat, abonniere uns doch, gib uns ein Like und teile die Folge mit Freunden.